Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ehrlich Handmade. Vor einiger Zeit habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich eine Kosmetiktasche häkeln kann, statt Reißverschluss ein Kettverschluss zu verwenden. Und ich habe jetzt gemacht. Das ist eine Kosmetiktasche mit einem Klettverschluss. Diese Tasche habe ich gehäkelt mit dem Muster Popcorn. Das werde ich euch noch zeigen und erklären, wie der gehäkelt wird. Die Tasche habe ich noch mit 2 Metallteilen dekoriert, die hier auf der Rückseite mit den Schrauben befestigt werden. Alles, was ich für diese Tasche verwendet habe, werde ich im Infobox für euch aufschreiben. Auf dieser Stelle wünsche ich euch dann viel Spaß beim Nachhäkeln. Wir machen jetzt 20 Luftmaschen. Luftmaschen sind jetzt fertig. Wir beginnen mit der ersten Reihe und häkeln unter jede dieser Schlinge eine feste Masche. Also in diese erste Reihe häkeln wir 19 feste Maschen. Am Ende dieser Reihe machen wir eine Luftmasche, wenden die Arbeit und häkeln die Reihe Nummer 2. Wir fangen bei der ersten Masche an und häkeln dann eine Masche, zweite und die dritte. Dann häkeln wir in eine Masche 4 Stäbchen. Also wir häkeln 4 Stäbchen und die maschen wir auch ab. Einmal, zwei, drei und 4. Diese alle 5 Schlingen auf der Häkelnadel häkeln wir zusammen. Dann häkeln wieder 3 feste Maschen. 1, 2, 3. So sieht der Popcorn auf diese Seite aus. Das wird dann die Vorderseite sein. Fangen dann mit dem zweiten Element an, machen wieder 4 Stäbchen. Und maschen jetzt alle Faden ab. Nochmal 3 feste Maschen. Und in die nächste Masche häkeln wir 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und alle Faden abmaschen. Und nochmal 3 feste Maschen.
Und in die nächste Masche häkeln wir wieder 4 Stäbchen. Und maschen alle Faden ab. Und am Ende nochmal 3 feste Maschen häkeln. Reihe Nummer 2 ist jetzt beendet. Das ist die Rückseite und das ist die Vorderseite. Reihe Nummer 3, wir machen eine Luftmasche, wenden die Arbeit und jetzt häkeln wir in der Reihe Nummer 3 nur feste Maschen. Und ich empfehle es euch zu zählen, dass wir wieder auf 19 feste Maschen kommen. Siebzehn, 18 und 19. Eine Luftmasche, Arbeit wenden und häkeln jetzt wieder Elementen mit Popcorn. Und die Reihe Nummer 4 beginnt erst mit einer festen Masche an. Dann in die nächste Masche häkeln wir 4 Stäbchen und die maschen wir auch ab. Drei feste Maschen. In die nächste Masche werden wieder 4 Stäbchen gehäkelt, die auch abgemascht werden. Drei feste Maschen. In die nächste Masche wieder 4 Stäbchen. Und die maschen wir ab. Dann wieder 3 feste Maschen. In die nächste Masche wieder 4 Stäbchen häkeln. Und maschen alle Faden ab. 3 feste Maschen.
in die nächste Masche 4 Stäbchen häkeln. Und jetzt alle Faden auf die Häkelnadel maschen wir ab und es bleibt am Ende noch eine feste Masche. Und die Reihe Nummer 4 ist beendet. Ich habe jetzt euch gezeigt, wie die 4 Reihen gehäkelt werden. Weiter beginnt man wieder mit der ersten Reihe an. Also wir häkeln dann wieder alle feste Maschen, beginnen mit der zweiten Reihe an mit dem Popcorn, dann die dritte und die vierte. Also das wiederholt sich. Ihr macht dann in eurer gewünschten Höhe und ich zeige das, was ich gemacht habe. Ich habe die gewünschte Länge von meiner Kosmetiktasche erreicht. Insgesamt habe ich 30 Reihen gehäkelt. Also 15 Reihen mit Popcornmuster und 15 Reihen mit feste Maschen. Ich gebe euch die Masse. Ich lege erstmal den Teil einmal so rauf. 37 cm lang und 21,5 cm ist der Teil breit. Also, ich habe meine Kosmetiktasche so hingelegt. Das wird später der obere Seite sein, also die Klappe von der Kosmetiktasche. Und dann habe ich den unteren Teil bis zu den Anfang so zusammengeklappt. Mach wieder auf und von dieser Stelle bis zu der Stelle, wo hier so dieser Knick ist, vielleicht eine Reihe weniger, muss ich noch mal gucken, häkle ich nur mit feste Maschen, weil auf diese Seite, da wo die Klappe ist, wird später Klettverschluss angenäht und es ist ja auch einfacher von unten, also von dieser Seite, Klettverschluss aufzunähen, wenn nur mit festen Maschen gehäkelt ist. Dann kann man auch das richtig super kleben und dann hält das besser, wenn man zum Beispiel Klettverschluss auf diese so stehende Elemente annähen muss. So, ich häkle jetzt noch die feste Maschen und dann zeige ich und sage, wie viele Reihen bei mir geworden sind. So sieht jetzt mein Teil aus. Und hier habe ich 6 Reihen mit festen Maschen gehäkelt. Also, ich habe dann die Tasche so hingelegt. So soll die Tasche auch später aussehen. So, mache ich die Klappe wieder auf und an den beiden Seiten muss ich mir den Maschenmarkierer, also sprich von der Seite und diese Seite mit Maschenmarkierer die Stellen markieren, da wo dieser Teil ja dann beginnt. Also eine Seite und dann auch noch von der anderen Seite markieren. Und diese beiden Seiten, also von rechts und links zu vernähen, müssen wir die Tasche dann so zusammenlegen, dass
die Vorderseite nach innen guckt und die Rückseite, also das, was von innen später sein wird, nach außen guckt. Deswegen haben wir auch die beiden Seiten markiert. Von da aus fangen wir dann zuerst eine Seite zu vernähen und dann die andere. Ich werde es mit festen Maschen vernähen. So, dann beginne ich von einer Seite und dann von der anderen Seite nach Faden greifen und feste Maschen häkeln. Dann von einer Seite und der anderen Seite wieder nach Faden greifen und feste Masche häkeln. Und so häkeln wir bis zu diese Ecke. Eine Seite ist jetzt angenäht und
Ich mache gleich die andere Seite und beginne aber von der Stelle an, wo ich angefangen habe, diese Seite zu vernähen. Ich möchte jetzt einmal diese Seite, dann plus hier oben die Klappe und diese Seite mit Kettmaschen einmal häkeln, dass diese Seite und die Klappe ein bisschen stabiler wird. Also wir nehmen unser Faden, beginne dann hier an und dann häkle ich einmal bis zu den nächsten, also bis zu den Maschenmarkierer mit Kettmaschen. Ich bin jetzt an der Stelle angekommen, da wo Maschenmarkierer ist und beginne mit festen Maschen beide Seiten dann miteinander vernähen. Also ich vernähe diese Seite genauso wie diese Seite, schneide den Faden ab, verstecke den und das, was am Faden noch hier ist, wird noch auf dieser Rückseite versteckt. Also wir sehen uns wieder, wenn es alles fertig ist. Alle Endstücke sind versteckt, die Tasche habe ich gewendet, sieht so aus. Jetzt fehlt nur Klettverschluss anzunähen. Also, ihr seid gefragt, ob ihr das mit Nähmaschine annähen wollt oder ihr näht das per Hand. Wenn ihr euer Klettverschluss angenäht habt, dann ist die Tasche komplett fertig. Auf diese Stelle würde ich schon mal sagen, das war's schon für mein Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen.
Ich wünsche euch viel Spaß, so eine Tasche mit dem Klettverschluss nachzuhäkeln. Ich werde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Daumen hoch macht. Auf dieser Stelle wünsche ich dann nochmal viel Spaß beim Häkeln. Tschüss und bis zum nächsten Mal.